Willkommen zurück zur Getting Started Videoserie mit iQCA und LBR Easy. Im ersten Video habe ich Ihnen gezeigt, wie schnell es geht, den Roboter auszupacken, einzurichten und betriebsbereit zu machen. Im zweiten Video habe ich Ihnen die neue Benutzeroberfläche gezeigt. In diesem Teil möchte ich mich stärker auf die neue intelligente Programmiermethode von KUKA konzentrieren. Wie Sie sehen können, bewegt der LBR Easy diesen Block in einer einfachen Pick-and-Place-Anwendung auf dem Tisch hin und her. Diese Anwendung wird vollständig durch diesen Programmbaum dargestellt, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Tatsächlich ist der Programmbaum das Herzstück der Smart Programming Methode. Hier kann ich Programmpunkte öffnen und schließen, um Details der einzelnen Funktionen anzuzeigen. Und während der LBR Easy alle Aktionen ausführt, wird jede Funktion bei dieser Aktion grün hervorgehoben. Hier können Sie beispielsweise sehen, wie die Anwendung startet, den Greifer schließt, den Würfel zurückbringt, abstellt und den Greifer wieder öffnet. Und all das wird gerade 10-mal wiederholt. Mit dem LBR Easy und iQCA Smart Programming ist es wirklich einfach, ein solches Programm zu erstellen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie das geht. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie intuitiv es ist, mit Smart Programming zu arbeiten, verwende ich ein fast vollständiges Programm. Wir werden nur die letzten Aktionen und Bewegungen abschließen. Dazu öffne ich das bereits vorhandene Programm, die Pick-and-Place-Demo. Hier auf dem Bildschirm können Sie sehen, dass alle Programmpunkte geöffnet sind. Wenn ich die Punkte schließe, können Sie die Programmstruktur etwas deutlicher sehen. Jetzt spiele ich es ab. Von hier aus wurde dem Roboter befohlen, von seiner Home-Position zu einem Pick-Ort zu gehen, den Greifer zu schließen und ihn dann an die Spitze des Bogens zu bringen. Wir werden es einfach fertigstellen, um diesen Block zu platzieren, den Block freizugeben und zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Der beste Weg, dies zu tun, ist das Handguiding. Die Bewegungen, die wir ändern werden, sind die letzten 4, um von der Spitze des Bogens zum Above Place und dann zur Place Location zu gelangen. Ich werde einen Open Gripper Befehl hinzufügen, um den Block fallen zu lassen. Und dann bringe ich den Roboter zurück zum Ausgangspunkt, nachdem er den Block abgesetzt hat. Also klicken wir zuerst einfach hier darauf. Es ruft den Parameterbildschirm auf. Ich gehe zum Above Place Punkt. Ich werde den Roboter von Hand zum richtigen Punkt führen. Das sieht in etwa richtig aus. Um diesen Punkt zu dieser Bewegung hinzuführen, muss ich nur noch auf Touch-Up tippen und Sie können sehen, wie sich die Koordinaten ändern. Dann möchte ich dem Roboter mitteilen, wo sich der Ablageort genau befindet. Also werde ich ihn nach unten bewegen, bis er in diesem kleinen Bereich richtig positioniert ist. Das sieht gut aus. Während der Punkt hervorgehoben angezeigt wird, tippen Sie einfach auf Touch-Up, um zu sehen, wie sich die Koordinaten ändern. Jetzt muss ich dem Roboter sagen, dass er den Greifer öffnen soll. Dazu öffne ich einfach die Node Palette und ziehe den Greiferbefehl genau dort hinein. Um dies zu simulieren, muss ich nur diese Taste auf dem Bildschirm drücken. Jetzt möchte ich den Roboter wieder über den Ablageort bewegen und dann zurück zum Ausgangspunkt. Und das ist das Ende des Programms. Ich habe diesen Punkt bereits trainiert, also kann ich hierher zurückkehren und den Punkt auswählen, den ich trainiert habe. Dann kann ich auch wieder die Home-Position wählen. Wenn Sie bereits Punkte trainiert haben, können Sie diese in der 3D-Szene sehen. Wenn ich zurück in die Szene gehe, können Sie jetzt sehen, dass alle Punkte für das Programm dort dargestellt sind. Dies ist beispielsweise die Spitze des Bogens. Die Ausgangsposition ist dahinter. Und da ist der Punkt über dem Aufnahmeort und der Punkt am Aufnahmeort. Und da ist der Punkt am Ablageort und der Punkt über dem Ablageort. All diese Punkte sind jetzt in Ihrem Programm. So können Sie schnell und einfach erkennen, wo sich Ihre Programmpunkte befinden und Fehler erkennen. Jetzt gehe ich zurück zum Programmbildschirm. Angenommen, ich wollte eine Aktion hinzufügen, zum Beispiel eine Wartefunktion. Alles, was ich dafür tun muss, ist dies zu öffnen. Und ich werde gleich zu Beginn sagen, dass ich möchte, dass er 5 Sekunden wartet. Diese Wartezeit kann mit anderen Dingen verbunden sein. Zum Beispiel, wenn sich an einer Maschine eine Tür öffnet. Sie müssen es jetzt nur noch testen. Setzen Sie den Block wieder auf den Startort. Aktivieren Sie es und drücken Sie die Wiedergabetaste. So sieht es aus. Ein fertiges Programm, das mit iQCA Smart Programming schnell und einfach erstellt wurde. Es gibt noch viel mehr zu entdecken, einschließlich Wiederholungsschleifen und anderer Arten komplexer Aktionen. Aber für den Moment belassen wir es dabei. Ich hoffe, Sie haben gesehen, wie intuitiv es ist, ein Roboterprogramm zu erstellen, auch wenn Sie keine Robotikkenntnisse haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Industrial Intelligence.